Fast 5000 Jahre sind seit dem Bau der ägyptischen Pyramiden von Gizeh vergangen, aber im Gegensatz zu den meisten antiken Bauwerken stehen sie immer noch. Sie ziehen ständig die Aufmerksamkeit von Touristen und Wissenschaftlern auf sich. Wie war es überhaupt möglich, diese unglaublichen Werke zu bauen? Wer und wie transportierte wirklich so große Blöcke? Und was ist interessant? Viele wissen nichts über die ägyptischen Pyramiden. Die alten Ägypter waren eine von vielen Zivilisationen, die an ein Leben nach dem Tod glaubten. Dieser Glaube ist tatsächlich eines der Hauptmerkmale. Charakteristisch für die alten Ägypter: Nach ihren Vorstellungen endete das Leben nicht mit dem Tod, der Körper starb, die Seele lebte jedoch weiterhin in jenseitigen Bereichen. In ihnen kehrten Lebenskraft und Energie in den Körper des Alten zurück. Die Ägypter waren davon überzeugt, dass der Verstorbene nach der Auferstehung im Grab in das Königreich der Osiris-Eulen zurückkehren sollte. Während er auf dieser Reise eine Reihe von Hindernissen überwinden musste, um alle Fallstricke erfolgreich zu überwinden, musste der Ägypter verschiedene Beschwörungsformeln lernen während seines Lebens, die sie nach seinem Tod beschützen sollten. Die Ägypter nahmen die Vorbereitung auf einen Aufenthalt in der Unterwelt äußerst ernst, einschließlich des Studiums der Beschwörungsformeln und der sofortigen Vorbereitung des Körpers für die Beerdigung. Im vorliegenden Fall handelte es sich um die Mumifizierung eines der Hauptmerkmale des alten Ägypten. Ab etwa 3400 v. Chr. Dank der heiligen Kunst der Mumifizierung bereiteten die alten Ägypter die Körper der Verstorbenen auf die Reise zum Grab vor und bewahrten sie für die Ewigkeit auf für einen Zeitraum von 70 Tagen. In eine übersättigte Sodalösung geladen, wurde die Einbalsamierung fortgesetzt und umfasste eine Reihe verschiedener technologischer Schritte. Abschließend wurde der Körper mit Duftstoffen bestrichen und in mit Ölen und Harzen getränkte Leinenbinden gewickelt. Zwischen die Bandagen wurden Amulette eingelegt, um den Verstorbenen zu schützen. Die Ägypter glaubten, dass der Verstorbene, nachdem er alle Hindernisse und Schwierigkeiten überwunden hatte, vor Osiris für einen neuen Prozess stand. Dabei wurde entschieden, ob er in einem Yalu zum Feld fahren würde, was eine Analogie darstellt. Der wichtigste Teil der Bestattungskultur im alten Ägypten waren jedoch natürlich die Pyramiden, die als Gräber für die Pharaonen errichtet wurden. Die Ägypter bauten Pyramiden, um ihre Pharaonen zu verherrlichen und ihre Unsterblichkeit zu sichern. Ich denke, Sie alle haben von den Pyramiden gehört. In Gizeh sind sie die Visitenkarte Ägyptens und ziehen jedes Jahr zahlreiche Touristen an, während die Cheops-Pyramide als das einzige bis heute erhaltene Weltwunder gilt. Viele Menschen glauben, dass es in Ägypten keine anderen Pyramiden gibt, aber das stimmt nicht. Nach offiziellen Angaben gibt es auf dem Territorium Ägyptens 118 verschiedene Pyramiden. Beispielsweise ist die Josefspyramide in Saqqara das älteste erhaltene große Steinbauwerk. Sie wurde bereits 2650 v. Chr. erbaut. Die zerbrochene Pyramide in Dashur zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Schrägform aus und die berühmte Cheops-Pyramide gilt als die größte aller ägyptischen Pyramiden. Ursprünglich war es 146,5 Meter hoch, heute beträgt seine Höhe 138,70 Meter. Trotzdem ist es ziemlich viel. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, die Pyramide ist so hoch wie ein 46-stöckiges Gebäude. Das ist einfach etwas Unglaubliches, vor allem wenn man bedenkt, dass die Pyramiden im 3. Jahrtausend vor Christus gebaut wurden, auf welche Art und Weise sie konkret zusammengesetzt wurden und wer ihr Autor war. Das Hauptbaumaterial beim Bau der Pyramiden war Kalkstein. Es wurde sowohl für Innenelemente als auch für die Endbearbeitung von Außenflächen verwendet, insbesondere die Außenverkleidung der Pyramiden bestand aus hartem weißem Kalkstein. Neben Kalkstein wurden beim Bau des Turms auch andere Materialien verwendet, beispielsweise roter Granit, die Wände im Boden bestanden aus Basalt und Alabaster. Basalt wurde aus der Oase Al-Fayoum nach Gizeh transportiert, Alabaster aus der Stadt Luxor am Ostufer des Nils. Nach Berechnungen einiger Wissenschaftler betrug das durchschnittliche Gewicht eines Blocks etwa 16 Tonnen. Für den Umzug waren mindestens 45 Arbeiter nötig. Beim Thema Baustoffe ist also alles klar, aber in welcher Hinsicht? Wurden die ägyptischen Pyramiden gebaut? Welche Geheimnisse verbergen sie? Wie ist es den Menschen gelungen, diese großartigen Werke zu schaffen? Und vor allem, wer steckte eigentlich hinter dem Bau dieser Werke? Normalerweise dauerte der Bau einer Pyramide 20 bis 30 Jahre. Lange Zeit herrschte die Meinung, und viele denken auch heute noch, dass die Pyramiden im Auftrag des Pharaos von Sklaven erbaut wurden.
Dieser Glaube setzte sich in der Gesellschaft durch, nachdem die Aussage des Historikers Herodot veröffentlicht wurde. Er stellte die Behauptung auf, die Cheops-Pyramide. Es wurde von 100.000 Sklaven gebaut, die ununterbrochen arbeiteten. Aber diese Behauptung basiert nicht auf der Wahrheit. Derzeit bestätigen viele Wissenschaftler, dass es im alten Ägypten einfach nicht so viele Sklaven gegeben haben konnte, die am Bau eines Objekts beteiligt sein konnten, und außerdem konnten 100.000 Menschen einfach nicht arbeiten. Gleichzeitig setzte sich dieser Mythos vor allem im 20. Jahrhundert durch, nachdem verschiedene dem alten Ägypten gewidmete Filme auf den Kinoleinwänden zu erscheinen begannen. Sklaven waren von dem Bau nicht betroffen. Manche glauben auch fälschlicherweise, dass die ägyptischen Pyramiden von Gizeh von Juden gebaut wurden. Auch diese Aussage ist falsch. Erst kürzlich, nachdem Archäologen die Gräber der Erbauer entdeckt hatten, mussten die Juden zugeben, dass ihre Vorfahren nichts mit dem Bau der Pyramiden in Gizeh zu tun hatten, da sie erst viel später auf dem Territorium des alten Ägypten auftauchten. Die meisten Forscher sind sich einig, dass der Bau der Pyramiden Fachleuten anvertraut wurde. Ersten Beweise dafür, dass die Erbauer der Pyramiden keine Sklaven waren, tauchten im Jahr 14 bis 04 zufällig auf. 19.190 Ein amerikanischer Tourist ritt ein paar hundert Meter südlich der Sphinx auf einem Pferd durch die Ebene von Gizeh. Das Pferd stolperte über eine dem Schweinehirten unbekannte neue Mauer und warf den Touristen zu Boden. Der Leiter des Sicherheitsdienstes, der die Pyramide bewacht, erfuhr von diesem Unfall. Er gab die Informationen an die Archäologen weiter. Es wurde festgestellt, dass die Mauer Teil einer alten Grabstätte der Pyramidenbauer war. Später wurden 30 große Gräber und rund 600 kleinere ausgegraben. Es ist wahrscheinlich, dass die Bauleiter in den großen Gräbern und die Arbeiter in den kleineren Gräbern beigesetzt wurden. Anschließend wurde ein weiterer erster Teil des Friedhofs mit 43 Bestattungen entdeckt. Den Inschriften nach zu urteilen, wurden sie hier begraben. Manager, Aufseher der Seite der Pyramide, Aufseher der Designer, Aufseher der Maurer, Aufseher der Arbeiter, Aufseher der Handwerker und Aufseher der königlichen Arbeiten. Die Erbauer der Pyramiden wurden neben den Pyramiden begraben und erhielten separate Gräber. Die Analyse der Überreste ergab zudem, dass den Erbauern die gleiche medizinische Versorgung zuteil wurde wie den Vertretern der Elite. Laut Wissenschaftlern bauten sie die Cheops-Pyramide, 2 Teams, 1 Haupt- und 1 Hilfspyramide. Das Hauptteam bestand aus 4.000 Arbeitern. Diejenigen, die in Steinbrüchen arbeiteten, lebten mit ihren Familien in einem Dorf in der Nähe der Pyramide. Mitglieder des Hilfsteams, bestehend aus 16 bis 20.000 Mann, bauten Rampen, trugen Blöcke, waren für Werkzeuge verantwortlich, mischten Gelände und sorgten für Lebensmittelvorräte und lebten in einem Lager in der Nähe des Dorfes. Wissenschaftler glauben, dass das Hauptteam. Er arbeitete das ganze Jahr über ununterbrochen, während Mitglieder des Hilfsteams nach der Nilüberschwemmung aktiv am Bau beteiligt waren. Und wann bewegten sich die Blöcke, aus denen die Pyramiden gebaut wurden, leichter auf nassem Boden? Im Jahr 2016 gab der Archäologe und Ägyptologe Yuki Norika Weihe bekannt, dass es viele Informationen über das Äußere der Cheops-Pyramide, aber nur sehr wenige Informationen über ihr Inneres gebe. Er stellte mehrere Hypothesen darüber auf, wie der Kern der Cheops-Pyramide aussehen könnte. Um Licht auf die Bauweise zu werfen, glaubt der Ägyptologe beispielsweise, dass, wenn der innere Teil der Pyramide aus horizontal angeordneten Blöcken bestehen würde, beim Bau gerade Rampen verwendet werden könnten. Das Besteigen der Pyramiden ist verboten. Es gibt jedoch Ausnahmen. Zum Beispiel ist es Justins Höhle erlaubt, die Cheops-Pyramide zu wissenschaftlichen Zwecken zu besteigen, um von der Spitze der Pyramide aus Bilder zu machen. Demnach sei es künftig möglich, im Jahr 2003 Modelle zu erstellen. 16 Kawaye und seine Kollegen haben die Cheops-Pyramide mit Hilfe moderner Technologien vollständig gescannt. Das Projekt wurde vom ägyptischen Ministerium für Altertümer geleitet. Ein Expertenteam untersuchte die Pyramide mittels Infrarottomographie, dreidimensionaler Rekonstruktion und Radiographie. Die bei der Vermessung gewonnenen Daten wurden in ein dreidimensionales Bild umgewandelt. Dank dessen gelang es dem Wissenschaftlerteam, 2 Hohlräume im Inneren der Cheops-Pyramide zu entdecken. Nach einer der Versionen könnte es sich um Hohlräume handeln. Gewöhnliche leere Plätze, die seit dem Bau der Pyramide hier geblieben sind. 2 Versionen zufolge könnte es sich bei den Mulden um Überreste bisher unbekannter Gräber handeln.
Eine der Fragen, die die Menschen am meisten interessiert, ist, wie genau haben die Arbeiter die schweren Blöcke bewegt? Physiker einer niederländischen Universität haben nachgewiesen, dass die Steinblöcke, die zum Bau der ägyptischen Pyramiden verwendet wurden, über nassen Sand bewegt wurden. Eine ähnliche Idee wurde früher auf der Grundlage des entdeckten antiken Freskos aus der Freskodarstellung geäußert. Eine Hundebestattung aus der 19. Dynastie zeigt, wie 172 Menschen eine aus Alabasterfurnie gefertigte Statue von Tepa 2 auf einem 48 Tonnen schweren Schlitten ziehen, wobei einer der Menschen Wasser direkt auf den Sand vor dem Holzschlitten gießt, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, um Grund zu der Annahme zu geben, dass die Steinblöcke auf ähnliche Weise transportiert wurden, führten niederländische Physiker ein Experiment unter Laborbedingungen durch, stellten Modelle ägyptischer Saugnäpfe her und maßen die zum Schleppen erforderliche Zugkraft. Nach trockenem und nassem Sand. Es wurde festgestellt, dass nasser Sand die erforderliche Zugkraft um den Faktor 2 reduzierte. Schlitten rutschen leichter auf nassem Sand, weil sich der Sand nicht vor ihnen auftürmt. Was ist mit trockenem Sand? Da Dutzende von Facharbeitern den Block gezogen haben, kann man schlussfolgern, dass der Bau der Pyramiden keine so unvorstellbar komplexe Aufgabe war, wie wir vorher dachten. Es war zweifellos harte Arbeit, aber die verwendeten Baumethoden erscheinen völlig logisch. Und Pharao Jobs oder Schufu, der glaubte, dass er ewig leben würde, hatte in gewisser Weise nicht Unrecht. Er hat diese Welt vor 45 Jahrhunderten verlassen, aber sein Name wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Dank des letzten überlebenden Weltwunders werden Sie sich bald wiedersehen.